online. Herzlich willkommen auf Marios Channel. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr in Rheinland-Pfalz. Heute muss ich nicht arbeiten, habe frei bekommen, super, freue mich. Und dann ist heute Leberwurst-Time. Wie ich das mache, das hat noch keiner gesehen. Das ist eine ganz neue Methode und seid mal gespannt und schaut mal zu. Moin! So, wie ihr seht, ich habe hier Bauchspeck. Die ist jetzt allerdings noch mit Schwade. Die bleibt auch dran, die wird später aber abgeschnitten. Leberwurst wird immer ohne Schwade gemacht. Das ist Bauchspeck vom Feinsten. Das hole ich direkt von der Schlachterei. Und was noch dazu kommt, das ist Schweinebacke. Auch ganz frisch. Da habe ich auch 2 Pakete. Und was ich jetzt noch habe, das sind die ganze Schwade, die ich dann immer so ein bisschen gesammelt habe. Viel ist allerdings nicht, aber das wird reichen. So, das bleibt jetzt auch so im Vakuumbeutel. Und der Hintergrund, du hast überhaupt keine Sauerei. Deine ganze Brühe bleibt hier drin. Und du kannst die Brühe direkt verwenden später. Das ist ja alles verdünnt mit Wasser. Und wenn du das so machst, dann hast du hier direkt die Brühe und die machst du dann noch zu deiner Masse hinzu. Die Gewürzmischung und alles, das werde ich euch noch zwischendurch alles mitteilen. Ich würde mal sagen, es geht langsam mal schon los. Ich habe meinen Kochautomat aufgebaut. Das Wasser wird jetzt schon erhitzt. Das kommt dann alles ins Wasser rein. Und wie ich das alles so mache, das werdet ihr jetzt gleich sehen. So Leute, ich habe jetzt hier zweimal leckeren Bauchspeck. Wie gesagt, ganz frisch vom Schlachthof. Heute Nacht haben die geschlachtet um 1 Uhr und heute Morgen habe ich das schon abgeholt. Sieht man ja, wie schlimm ich aussehe. Weil da muss ich ganz früh hin, dass ich das mehr kriege. Allerdings kriegst du das nur 3 und 4 Kiloweise. Aber ich mache ja immer noch was. Wie gesagt, 2-mal Schweinebauch, dann 2-mal Schweinebacke. Das habe ich jetzt allerdings 2-mal gut verschweißt. Damit es ja nicht aufgeht. Unsere Brühe soll ja dann da drin enthalten bleiben. Und das ist dann auch die Brühe, die wir zu unserer Leberwurstmasse hinzugeben. So. Da habe ich noch meine Schwade und am Schweinebauch ist auch noch Schwade dran. Die schneide ich aber später noch weg. Also in die Leberwurst kommt keine Schwade rein. Das Fleisch soll gut untergetaucht sein hier. Könnt ihr auch ein Tellerchen drauflegen, wenn ihr möchtet. Ich mache es jetzt noch. Und dann wird das jetzt erstmal vorgegart. Die Zeit werde ich euch noch mitteilen. Und ich muss jetzt erst noch mal weg, weil ich war gestern in der Metzgerei, ich wollte Leber, es gab nur Rinderleber, die wollte ich nicht nehmen. Und jetzt fahre ich nach Kaiserslautern und hole mir Schweineleber. Das ist so ein russischer Laden, die haben das immer dort. Allerdings beziehen die das auch vom deutschen Metzger. Das ist nicht weit, ungefähr 10 Minuten Fahrt und später sehen wir uns wieder. Bis gleich. So sieht es jetzt schon aus. Das Vakuum hat sich jetzt gelöst, das ist eigentlich ganz normal. Und da sieht man schon so die Brühe drin. Und die benutze ich dann auch für meine Leberwurst. Das ist die Schweinebacke. Und hier haben wir auch nochmal Schweinebacke. Seht ihr schön, was da Flüssigkeit rauskommt. Das hättet ihr sonst alles im Brühwasser. Und das will ich nicht. So, und hier sind meine Schwade. Also das wird jetzt weiter gekocht noch. So, zwischenzeitlich bereite ich dann meine Zwiebeln vor. Ich werde die Zwiebeln nicht roh reinmachen, ich werde sie ein bisschen mit Schmalz anbraten. Jetzt geht es weiter mit unserer Leber. Und die ist ganz frisch, seht ihr ja. Und da tun wir jetzt dann die Gallegänge ein bisschen entfernen. Und die tue ich noch ein bisschen wässern im Wasser, dass es nicht bitter schmeckt. Kriegt man dann auch die Bitterstoffe raus. Gucke, ob da noch was drin ist. Das mal raushole. Ja, das sieht aber schon ganz gut aus. Diese Gallengänge schneiden wir raus. Und dann ist das auch schon in Ordnung. Ich wiege es natürlich später noch mal ein bisschen ab. Ist ja klar. So. Ja, die sieht schön aus, die Leber. Kann man jetzt nichts sagen, die ist einwandfrei. Also die Galle ging ein bisschen rausschneiden und fertig. So, ich habe mal jetzt ein bisschen kaltes Wasser gemacht und
Die Rinderleber, die tun wir jetzt dann ein bisschen wässern noch, dass die Bitterstoffe rausgehen. Was man da so sieht, das schneide ich noch weg. Das will ich nicht drin haben. Nehmen wir nur das Feinste. So, und können die mal noch wässern. Der Einkochautomat, habe ich gesehen, der läuft ungefähr noch eine halbe Stunde. Wie gesagt, in der Zeit bereite ich noch meine Zwiebeln vor. Es gibt eine Pfälzer Leberwurst, aber die Zwiebeln tue ich trotzdem anbraten, das ist mir lieber. Ich brate die Zwiebeln noch an mit Schmalz. Ich finde es besser, das schmeckt besser. So, wie gesagt, 2 solche große. Die tun wir dann erstmal ein bisschen fein würfeln. Und das könnt ihr alles in aller Ruhe machen. Weil das kocht ja draus gemütlich. Und wir schneiden hier ganz gemütlich unsere Zwiebeln. Also ich nehme jetzt 1,5 von den großen Zwiebeln. Weiter geht's. Da kommt jetzt mein Schmalz rein. Boah, ist das fest zu. Das ist Pflaumenschmalz. Der wird einfach viel weißer wie der Schmalz vom Rüggespeck. Das heißt, grüner Rüggespeck, der ist ungesalzen, Natur. Ich habe jetzt 2 Sorten gemacht, könnt ihr auch meine Videos sehen. Es ist einmal mit Rüggespeck und einmal mit Pflaumen. Pflaumen, das ist das innere Fett vom Schwein und es eignet sich sehr, sehr gut für Schmalz zu machen. Ist auch sehr, sehr billig. Oder habe ich sowas immer im Haus, für Kartoffeln zu braten und. Oder wie jetzt sowas für Leberwurst zu machen und die Zwiebel zum Anbraten. Seht ihr? Machen wir mal eine schöne Portion rein. Und das passt auch gut zu der Leberwurst dabei. Das gibt einen hammermäßiger Geschmack. Wenn das aufgelöst ist, tun wir unsere Zwiebeln rein. Die tun wir dann schön langsam anbraten. Hier haben wir die Zwiebeln. Und wir benutzen jetzt heute ganz normales Salz, ohne Pökelsalz. Ganz normales Salz, ist ja eine Pfälzer Leberwurst. Und also so wie wir es hier in der Region machen. Ich komme hier aus der Pfalz jetzt. Wie gesagt, 1,5 Metzgerzwiebel. Zwiebel muss einfach rein. Es gibt einen Hammer Geschmack. Die Pfälzer Leberwurst ist eine kräftige, gut gewürzte, relativ fette Wurst auch. Auf Pökelsalz wird verzichtet, das habe ich ja schon gesagt. Die Kochzeit ist jetzt rum, das waren genau 2 Stunden. Dann holen wir das jetzt mal raus. Man könnte das jetzt auch vorher schon würzen, weil ich es ja jetzt hier schon gewogen habe. Und es ist ja alles hier noch im Beutel. Seht ihr? Schaut es euch mal an. Das ist der Vorteil. Hier hast du jetzt die ganze Brühe und alles. Und die wird auch nicht weggeschmissen. Die fange ich jetzt hier auf. Seht ihr? Also, so sieht es aus. Dann haben wir hier unsere Schweinebacke. Gucken, ob ihr es auch seht alles. So ist besser. So, dann haben wir hier unsere Schweinebacke. Die Brühe wieder raus. Die leckere Brühe. Und das ist dieser Vorteil, was ihr habt. Ihr habt die ganze Brühe hier im Vakuumbeutel. Es wird super weich, es geht schneller wie anders. Das sind jetzt unsere Schwarte. Also das riecht, das ist wirklich, das ist abartig, wie das gut riecht. Boah. Ich habe es jetzt hier mal so gemacht, dass ihr es seht. Das könnt ihr auch gleich hier so reinleeren. Weil die Brühe bleibt ja drin. Das soll jetzt allerdings auch warm bleiben. Schaut euch mal das an. Da ist noch nicht mal ein Stück Fett drin. Was jetzt noch gemacht werden muss, das hätte man können auch vorher machen. Die Schwarte wegmachen hier. Die lässt sich jetzt ganz, ganz leicht lösen auch. Da fährt man nur so ein bisschen dran, da fällt die gerade ab. Ja, seht ihr das? Geht ganz, ganz einfach. So. Das tun wir dann ein bisschen klein schneiden, ein bisschen würfeln. Boah, das riecht so gut, das ist der Wahnsinn, ne? Ich kann es jetzt natürlich so groß lassen. Ich habe einen guten Fleischwolf und der macht das weg wie nix. Wie gesagt, das soll alles schön warm bleiben. So, wie gesagt, das soll alles schön warm bleiben. Und hier habe ich meine Leber und die brühe ich jetzt mal 1 Minute ab. Also die wird jetzt noch mal 1 Minute
gebrüht. So, die Leber ist jetzt 1 Minute abgebrüht. Die holen wir dann hier mal raus und geben das hier mal rein. So, was ich jetzt mache, was man sonst als zum Schluss macht, mache ich jetzt mal schon ein bisschen früher. Ich gebe nämlich jetzt schon meine Brühe hier rein vom Fleisch. Jedenfalls das, was ich jetzt dann rausholen kann, kommt jetzt hier rein. Das ist alles noch sehr heiß, weil ich habe hier einen Deckel drauf und es bleibt alles sehr heiß. So, und da wir ja jetzt dann auch wenig Schwarten hatten, da mache ich jetzt noch ein bisschen Speisegelatine Plum Aspikpulver rein, ungefähr 60 Gramm. Das reicht. Das wird ein bisschen aufgerührt in die warme Brühe. Und dann haben wir genug Aspik drin auch. Weil aus der Schwarte war ja nicht viel rausgekommen. So, einfach aufrühren und fertig. Als erstes tun wir jetzt unsere Leberwolfe. Die lassen wir jetzt als erstes durch den Fleischwolf durch. Das hat dieser Hintergrund wegen der Bindung. Also erst immer die Leber durchlassen. So, und schon geht's los. Kamera in Position. So, das zieht ja weg ohne Ende. So, jetzt kommt hier eine gute Prise Salz rein. Und da wird das aufgerührt mit dem Schneebesen. Kriegt das eine schöne Bindung. Die Flüssigkeit braucht ihr nicht als erstes dran machen. Ihr könnt auch hingehen und nur die Leber erst mal anrühren und dann die Flüssigkeit dazu. Als nächstes kommt unser leckeres Fleisch. Schweinebacke, Schweinebauch kommt jetzt in den Füllbehälter oben. Ja, das waren mal 3 Kilo. Aber von den 3 Kilo sieht man eigentlich nicht mehr viel. Das, was rausfällt, einfach aufessen. Wie lecker. So sieht es nun mal aus. So, was mir dann jetzt aufgefallen ist, das ist ein bisschen bröckelig. Also meine Leber ist bröckelig und deswegen tue ich sie jetzt nochmal im Thermomix nochmal schön durchmixen. Ja, jetzt habe ich schöne, feine Brühe. Ist das auch gut. Sieht auch schon ganz anders aus. Und das wird jetzt verrührt. Normalerweise diese Mischung an Brühe sollte passen, da ich ja nur die Fleischbrühe habe. Im Moment sieht es ziemlich weich noch aus, aber ich merke schon, das passt. Das passt ganz, ganz genau. Und das ist halt der Vorteil von dem Vakuumieren. Ihr habt keine Sauerei und ja, es wird einfach hammermäßig. So, das passt schon. Jetzt kommen ja auch noch unsere Zwiebeln dabei. Leckere Zwiebeln angeröstet. Dass ihr das auch mal Also seht. so sollen die Zwiebeln aussehen. Fest Das riecht auch alles hammer. und trotzdem auch. Gut unterrühren. Unsere Gewürzmischung kommt jetzt noch dran. Als erstes werde ich dann mal das Salz dran machen. So,
So, bei 3 Kilo kämen dann 60 Gramm dran. So, ich lasse das jetzt mal bei 52. Und da kann man immer noch ein bisschen nachschmecken. So, das kommt dann hier drüber. So, dann wiegen wir Majoran ab. So, dann kämen 12 Gramm Majoran dran. 6 habe ich jetzt. Das gehen wir mal schon drüber. Ist ein bisschen windig heute. 6 Gramm. Dann machen wir noch 6 Gramm dazu. Ja, es passt. Ihr könnt auch hingehen, gerade oben, dass die Oberfläche bedeckt ist mit Majoran, das passt auch. Also 12 Gramm. So, dann kommen 7 Gramm Pfeffer dran. Also ich mache pro Kilogramm 3 Gramm Pfeffer. Für 2 Kilogramm sind es dann 6 Gramm. 9 Gramm wären es für 3 Kilogramm, aber ich habe jetzt nicht so viel. Das kommt dann auch noch drüber. So, da kommt noch 6 Gramm Muskatnuss dran. So, dann kommt noch ein bisschen Nelkenpulver dran mit Piment. Da mache ich da nochmal, ja, so 3 Gramm dran. Das sind 3 Gramm. Also 2 Gramm Zucker mache ich da noch dran. Ja, das ist ganz wenig. Noch eine Prise Zucker. Ich habe jetzt 2 Gramm genommen. So, und das alles wird jetzt gut verrührt. Und dann ist es soweit fertig zum Abfüllen. Es gibt eine Hammerleberwurst. Sieht auch schon hammermäßig aus. Wie gesagt, das mit dem Wurstfüller, das werde ich mir heute sparen. Eigentlich wollte ich noch eine Salsiccia füllen. Vielleicht mache ich es noch. Vielleicht mache ich eine kleine. So. Also die Wurstmasse, die ist jetzt richtig gut. Also diese Konsistenz. Wie gesagt, gut verrühren. Und da kann man das auch schon abfüllen. Wie ihr seht, es gibt eine grobe Leberwurst, eine streichfähige. Ja, das ist schon Hammer. Das will ich mal probieren jetzt. Boah, Mamma mia. Das ist wirklich eine richtig leckere Leberwurst. Dann fülle ich auch noch ein bisschen was im Darm ab. Die ist jetzt wirklich so lecker, wenn die noch durchgezogen ist. Das ist der reine Hammer. So, Gläser habe ich vorbereitet. Das wird jetzt in Gläser abgefüllt und dann wird das nochmal haltbar gemacht, 2 Stunden abgekocht mit 100 Grad und dann ist es auch soweit fertig. Wie gesagt, ich habe das probiert, ich habe gerade meine Tochter probieren lassen, die hat gesagt, boah, das ist die beste Leberwurst, was sie jemals gegessen hat. Das ist klar, weil diese Kochbrühe, die bleibt einfach enthalten da drin und es ist einfach nur hammermäßig. So, die klopfe ich ein bisschen. Und dann habt ihr schon hier ein tolles Leberwurstglas. Also ich freue mich auf morgen. Die muss ich morgen unbedingt probieren. Das gibt wirklich sowas von Hammer. Ich habe erst gedacht, das wäre ein bisschen zu flüssig. Habe ich schon Angst gehabt. Aber das ist wirklich perfekt. Das ist perfekt. Braucht man gar nicht den Wurstfüller benutzen bei der kleinen Menge. Ich habe ja einen großen Wurstfüller da. Aber das braucht man gar nicht zu benutzen. Nochmal gut durchrühre. Ich habe zwar gut gerührt, aber sicher ist sicher, dass ich auch keine Gewürznester bilde. Also diese Leberwurst, das ist absolut der reine Wahnsinn. Und ich habe mich deswegen auch entschlossen, jetzt die nochmal ein bisschen in den Darm rein zu machen. Zum Probieren morgen und die Gläser koche ich ja noch ab später. Also es ist wirklich ein Traum. Sowas habe ich jetzt wirklich noch nicht gegessen. Normal dürfte ich das gar nicht rausgeben, das Rezept, so lecker ist es. Aber ich muss euch ja sagen, wegen Video bleibt mir nichts anderes übrig.
Ja, meine Frau ist ja Brasilianerin und komischerweise, sie ist ja ganz verrückt nach Leberwurst. Sie geht sich immer Leberwurst kaufen und da wäre ich stinksauer, wenn sie sich die Leberwurst kauft. Und jetzt habe ich gesagt, gut, dann mache ich mal wieder Leberwurst. Und ich habe ja schon mal gemacht, die war auch lecker. Aber das hier, das ist ja wirklich der reine Hammer. So, das müsst ihr hier gut sauber machen. Es muss gut sauber gemacht sein. Und auch nicht Fülle bis oben hin. Also nur so bis an den zweiten Rand und nicht mehr. Das ist dann jetzt zu viel. Da ist auch jetzt ein bisschen zu viel drin, das hole ich noch mal raus. Anders platze ich vielleicht die Gläser. So, gut verschließe. Ja, und das ist alles. Wie gesagt, die werden dann nochmal abgekocht. Und das Ergebnis werde ich euch dann zeigen. So, wie ihr seht, wir haben jetzt 8 Gläser. Und jetzt fülle ich noch eine mit der Hand, fülle ich die in Rinderkranzdarm. So, ich benutze jetzt Rinderkranzdarm. Ich weiß es nicht genau mehr, wie die Größe war. Es ist die dünnste Größe. Da ziehe ich mal auf und da mache ich mal noch eine Leberwurst hier im Darm. Da bin ich mir natürlich jetzt auch gleich ab hier. Habt ihr schon mein Salami-Video gesehen? Die sind auch hammermäßig geworden. Also ich sage euch, das Rezept ist 100% sicher. Das könnt ihr gerne nachmachen. Und die Wurst, ihr werdet mir schreiben, dass die wirklich der reine Wahnsinn ist. Machen wir einfach mit der Hand. Einfach leicht Fülle, muss man nicht so fest stopfen. Das geht ziemlich gut. Mal die Luft ein bisschen raushole. Wenn ihr Luft drin habt, kloppt da mal so ein bisschen drauf. Dann geht es normal weg. Daumen nach vorne ziehen. So, ich habe es ein bisschen angestippt vorne, dass die Luft rausgeht. So, wie gesagt, mit 75 Grad Abbrühe die Leberwurst. So, werden jetzt abgebrüht, eine halbe Stunde und dann sind die fertig. So, die ist jetzt mal schon abgebrüht. Allerdings muss sie jetzt noch kalt werden. Sieht mal schon aus wie eine Leberwurst, ne? So, und die Gläser, die kommen jetzt hier rein. Das zeige ich euch mal noch kurz. 100 Grad, 120 Minuten abkochen. Alles mit einem Wasser gemacht. Alles Vorteil vom Vakuumieren. Wenn ich es nicht vakuumiert, hätte ich hier die ganze Fett und alles drin und die ganze Gläser verschmiert. Und jetzt habe ich halt sauber Wasser und ja, das ist halt der Vorteil. Und die Wurst ist wirklich ein Gedicht, ein Traum, sage ich euch. Was Besseres habe ich noch nie gegessen. An Leberwurst. So, unsere Leberwurst ist nun fertig. Schaut sie euch an. Die ist ganz lecker geworden. Ich zeige es euch mal kurz. Ich habe schon eine angeschnitten. Ich habe auch gestern schon probiert. Die ist super geworden. Schmeckt sehr lecker. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe hier auch was im Glas gemacht. Seht ihr? So super sieht's aus. Ja, die ist gar nicht so fett. Sieht man ja. Das ist eine ganz kleine Fettschicht oben drauf. Na gut, dann möchte man auch mal probieren. Da gehen wir mal hin. Frisches Brötchen. Und dass ihr das auch mal seht, wie schön fest und trotzdem auch streichfähig. Wie gesagt, ganz normales Salz genommen. Ich
Ich hatte jetzt die große Scheibe genommen, aber es ist ganz genau richtig. Pfälzer Leberwurst wird so gemacht. Ein Gürkchen drauf, ein bisschen Senf dazu. So, dann muss ich mal probieren. Also super im Geschmack. So soll eine Leberwurst sein. Probiert's aus. Ist einfach nur hammermäßig. Macht das auch mit dem Vakuumbeutel wegen der Brühe. Das gibt einen hammermäßiger Geschmack. Und ich sag mal wieder tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.